So, there is another Jedi on this planet. Star Wars Visions hat mich 2021 ganz schön überrascht und das nicht nur aufgrund seiner bahnbrechenden Animationen, Kamerafahrten und dessen Detailgrad, sondern vor allen Dingen durch die in den Folgen oftmals vermittelten Lehren, die an Märchen erinnern lassen. Um welche Lehren es sich hierbei in den von mir meistgemochtesten Folgen handelt, wollen wir uns heute meiner cineastischen Szene gesetzten Top 3 Star Wars Visions Folgen anschauen. Bleibt also dran! Change the river's flow by casting a stone. But live in harmony with nature and you'll change together. The people of this world know that well. You know that the breath of life becomes wind and will always respond. Die Bronzemedaille geht in meinem Ranking ganz knapp an Folge 5 von Star Wars Vision, The Ninth Jedi, welche auch um ein Haar auf dem zweiten Platz gelandet wäre. Als ich die Folge erstmalig zu Ende geschaut hatte, kam mir nur eine Anekdote dazu in den Sinn: Game of Thrones meets Star Wars. Dabei macht Folge 5 diese jene Game of Thrones Pantomime meiner Meinung nach mit deutlich mehr Raffinesse als der oftmals ungewollt lächerlich anmutende Star Wars 8, The Last Jedi. Doch warum ist das jetzt eigentlich so? Naja, die Grundsynopsis der Folge lautet ja wie folgt: 7 Jedi werden auf dem Planeten Hy Islang gerufen, um den untergegangenen Orden der Jedi wieder aufleben zu lassen und um an für sie hergestellte Lichtschwerter zu kommen, die in diesem jenen Star Wars Paralleluniversum mehr als nur ein bisschen rar sind. Schnell stellt sich aber heraus, dass die meisten der vermeintlichen Jedi in Wahrheit gar keine Jedi sind, sondern vielmehr Sith, was für mich einfach nur mindblowing gewesen ist. Mindblowing ist das aber nicht nur aus reiner erzählerischer Sicht, sondern auch aufgrund der Freiheiten, die sich Production IG, das Animationsstudio hinter der Folge, erlaubt hat. Um zu visualisieren, wer denn der Protagonist nur mehr eigentlich der hellen und wer denn der dunklen Seite der Macht zugehörig ist, haben sich deren Lichtschwerter beim erstmaligen Zünden in der jeweiligen Farbe ihrer Machtzugehörigkeit eingefärbt. Meiner Meinung nach ist dieser Kniff sehr innovativ durch das ungeschriebene Gesetz Show Don't Tell umgesetzt worden. Sogar ein kleiner, aber organisch in der Story verwobener Verweis auf die Prequels hat es in die Folge mit dem lila Lichtschwert des Protagonisten Homan hineingeschafft. Einem Lichtschwert, das wir so eigentlich nur von Mace Windu kennen. Anfangs hat das Lichtschwert Homans zwar noch rot geleuchtet, das hat aber allem in allem einen ganz einfachen Grund gehabt. Im Kampf hat Homan nämlich risikoreich wie er ist von der Warpath-Kampfkunst Gebrauch gemacht, also der 7. und tödlichsten Form des Lichtschwertkampfes. Bei dem Einsatz der Warpath-Kampfkunst hat er dann leider etwas zu wenig von der hellen Seite und zu viel von der dunklen Seite genutzt, was schlussfolgernd auch zu einem anfangs noch roten Lichtschwert geführt hat. Später färbt sich sein Lichtschwert jedoch wieder in der für ihn gewohnten lila Kolorierung ein. Ein wirklich sehr interessantes Detail. Jetzt kommen wir auch schon zu Platz 2 mit der Silbermedaille, welche sich erhobenen Hauptes die Eröffnungsfolge von Star Wars Vision, The Duel, geangelt hat. The Duel startet erst einmal sehr generisch, wie eben eine actionreich angelegte Kurzgeschichte starten kann. Ein Dorf am Rande der Galaxis wird von einigen versprengten, desertierten Ex-Imperialisten angegriffen. Der Zuschauer darf das Geschehen dabei aus den Augen eines Samurais bzw. eines einfachen Reisenden, wie er sich selbst nennt, aus der Ferne heraus beobachten. Schnell hält auch schon der erste unerwartete Moment innerhalb der Geschichte Einzug. Die Dorfbewohner werden von einigen gedungenen Söldnern beschützt, zumindest vorerst. Doch dann kommt auf einmal die vermeintliche Sith der Imperialisten endlich zum Vorschein, die gegen Anfang der Folge schon vielversprechend angeteasert worden ist und wendet schlussendlich das Blatt. Begleitet wird deren Auftritt mit einer von Chören begleiteten Musik, die deren Stärke, meiner Ehrfurcht ihr gegenüber und die Erwartungshaltung an ihre Kampfkunst ins Unermessliche hineingetrieben hat. Dabei hat mir dieser eingespielte Theme sogar die Tränen in die Augen hineingetrieben, weil ich vor offenkundiger Erwartung gar nicht mehr an mich halten konnte. Auf jeden Fall kommt es, wie sollte es auch anders sein, zwischen dem vermeintlichen Reisenden und der Sith zu einem Kampf. Im direkten Kampf unterliegt der Mann, der lediglich von sich behauptet, I am not a Jedi. Durch heimtückische List und offenkundig untypisch für einen Samurai tötet er die Sith dann aber letzten Endes doch noch aus dem Hinterhalt heraus.
zumal er womöglich auch einfach gar kein Samurai ist, sondern vielmehr ein Sith Hunter, gemessen an seinem reichhaltigen Portfolio an roten Lichtschwertkristallen in seinen inneren Manteltaschen. Nun kommen wir aber endlich zu meinem Platz 1, der sich die Goldmedaille redlich verdient hat. Hierbei spreche ich natürlich von Folge 8, Lob and Okko. In dieser jenen Folge geht es vor allen Dingen um Familie, Zusammenhalt und ein höheres Ziel, das Erhalten des eigenen Planeten. Schön wird uns in Lob und Okko näher gebracht, dass Familie mehr bedeutet als lediglich die Blutsbande selbst, zumal Freunde in vielen Fällen auch die bessere Familie für einen selbst sein können. Freunde kann man sich nämlich aussuchen, Familie aber nicht. Man wird einfach in sie hineingeboren, in dieses jene anfangs noch fremde Umfeld, ob man will oder nicht. Und so treffen das Oberhaupt Yasaburo, dessen Folge 8 präsentierten Planeten Tao und dessen leibliche Tochter Okko in den Straßen der Stadt durch Zufall auf ein früheres vom Imperium versklavtes Hasenmädchen namens Lob. Durch das gute Zureden Okkos gegenüber ihres Vaters Yasaburos nehmen sie das arme Ding dann frohen Mutes in ihrer eigenen Familie auf. Hernach vergehen die Jahre wie im Flug, und die Kinder werden allmählich erwachsen, mündig und beginnen damit ihre eigenen Ideologien und Wertevorstellungen auszubilden. Derzeitig sieht sich deren Vater Yasaburo nun endlich dazu gezwungen, gegen die unterdrückerische Herrschaft des Imperiums über den Planeten Tao aufzubegehren. Seine leibliche Tochter Okko hingegen, die keinen anderen Ausweg mehr sieht, als sich dem Imperium anzuschließen, sich ihm also zu unterwerfen, bricht ihrem Vater damit fast das Herz. Sie hat es aber einfach tun müssen, zumindest ihrer Meinung nach, zumal sie der Meinung ist, dass die Macht des Imperiums durch ihre schier unbegrenzten Ressourcen nahezu unermesslich groß ist. Dies hat sie dann auch offenkundig als Anlass zu ihrem Verrat gegenüber dem leiblichen Vater Yasaburo, ihrer Stiefschwester Lob und des Yasaburo-Clans genommen. Dabei gerät sie allerdings genau zwischen die Fronten des Imperiums und ihres leiblichen Vaters Yasaburo. Ausgefochten wird der dabei entstehende Kampf jedoch am Ende zwischen den beiden Schwestern Okko und Lob, einer Lob, die stellvertretend für den Vater kämpft und sich somit schlussendlich als wahres Familienmitglied des Yasaburo-Clans erweist. Durch das jüngst vom Vater erbte Schwert, das Lob und nicht das leibliche Fleisch und Blut Okko erhalten hat, wird sie auch zur neuerlichen Erbin des Hauses und streckt damit obendrein ihre Stiefschwester in einem reißerischen Kampf nieder. Doch der Sieg ist am Ende des Tages nur von kurzer Dauer, als Lobs Schwester Okko dann einfach so in einem sich auftuenden Cliffhanger die Flucht ergreift. Vermittelt wird uns in dieser Folge also, dass man sich, um einer Familie zugehörig sein zu dürfen, erst einmal als würdig erweisen muss, ob blutsverwandt oder nicht. Sehr viel Stärke steckt in dieser Folge voller Verantwortung und Verrat. Einer Stärke, die mir gezeigt hat, dass wahre Familienbande jedwede Hürde mit Bravour überstehen kann. We're gonna become a proper family. Vergesst doch jetzt bitte nicht zu liken, ein Abo dazulassen, das Video weiter zu empfehlen, wenn es euch gefallen hat, und mir auf Instagram zu folgen, wo ich Tobias_Flieger heiße, und checkt doch auch bitte sehr gerne meinen High-Fantasy-Roman Das Wetteifern der Macht, erste Funken des Auftakts in der Videobeschreibung aus, den ich nur jedem Game of Thrones-Fan wärmstens ans Herz legen kann. Wenn ihr jedoch nicht zu die Leseratten sein solltet, kann ich das vollkommen verstehen, und dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine kleine Spende via PayPal dalassen, damit ich auch weiterhin so hochwertige Videos für euch produzieren und meiner großen Leidenschaft im Bücherschreiben nachgehen kann. Abschließend wünsche ich euch noch einen schönen und vielleicht auch ein bisschen entspannten Tag. Danke fürs Schauen und auf Wiedersehen.